Hi guys, this video is designed for German learners, and each episode covers vocabulary and phrases on a specific topic with German and English translation. Hallo, willkommen zurück. Heute geht es um alle 12 Monate des Jahres. Ein wichtiges Thema für Kalender, Termine, Geburtstage und Urlaubsplanung. Hello and welcome back. Today we are talking about all 12 months of the year, essential for calendars, appointments, birthdays and vacation planning. Im Deutschen sind Monatsnamen Eigennamen, also schreibt man sie groß und meistens ohne Artikel. Die Präposition im wird oft davor benutzt. Im Juli, im Dezember und so weiter. So, and now all the months with examples. Number 1. Januar. It's January. Mein Bruder wurde im Januar geboren. My brother was born in January. Number 2. Februar. February. Am 14. Februar feiern wir Valentinstag. On February 14th we celebrate Valentine's Day. Number 3. März. In English is March. Im März beginnt langsam der Frühling. Spring slowly begins in March. Number 4. April. April. Im April ändert sich das Wetter ständig. In April, the weather changes constantly. Number 5. Mai. May. Der Monat Mai bringt in Deutschland viele Feiertage. May brings many holidays in Germany. 6. Juni. June. Im Juni starten oft die Sommerferien. In June, Summer Holidays often begin. Wenn du diese Übersicht hilfreich findest, klick jetzt auf Gefällt mir. Das hilft mir weiter, Videos für dich zu machen. If you find this overview helpful, give it a like, please. It helps me create more videos for you. Number 7. Juli. July. Juli bedeutet für mich Sonne, Strand und Urlaub. Juli means sun, beach and vacation to me. Number 8. August. August. Im August ist es oft sehr heiß in Deutschland. August is often very hot in Germany. 9. September. September. Im September beginnt die Schule nach den Ferien. School starts again after the holidays in September. 10. Oktober. Oktober. Im Oktober feiern viele Menschen Halloween. Many people celebrate Halloween in October. 11. November. November. Im November wird es früh dunkel und oft neblig. In November it gets dark early and often foggy. And at the end, Dezember. December. Der Dezember ist mein Lieblingsmonat wegen Weihnachten. December is my favorite month because of Christmas. So, a couple of tips for your vocabulary. Du kannst Monate mit Zeitangaben kombinieren. So, im Januar, seit Mai, von Juni bis August oder ab Oktober. Und viele Monate stehen in persönlichen Geschichten oder E-Mails, also unbedingt lernen. Und jetzt du, welcher Monat gefällt dir am besten und warum? Schreib es in die Kommentare. And now you, which month is your favorite and why? Tell me in the comments. And we are at the end of the lesson, but don't stop there. Go on to the other lesson to learn more German words and important expressions. Thanks for now and see you soon.